Hi Jakob, wie geht's dir? Mensch, Hi, ich grüße dich. Mir geht's gut. Und wie läuft's bei dir? super, bei mir läuft's fantastisch. Ich bin vorhin mit dem Bus gefahren. Darüber wollte ich mit dir ein bisschen sprechen, über öffentliche Verkehrsmittel. Fährst du oft mit den öffentlichen Verkehrsmitteln? Eigentlich nicht mehr. Ich bin Oh, seit einigen Jahren nicht mehr mit dem öffentlichen Verkehrsmittel unterwegs, ja. sondern mit dem Auto. Ich glaube, der Grund davor ist, dass ich mir einen Hund geholt habe und dass ich meine Familie Ah, in Polen besuchen möchte. Und ein Auto ist dafür natürlich optimal, ja. weil ich selber bestimmen kann, wann ich abreise Mhm. und so weiter und so fort. Aber als ich nach Deutschland gekommen bin, habe ich tatsächlich habe ich natürlich immer das öffentliche Verkehrsmittel benutzt, also S-Bahn, Mhm. Straßenbahnen, Busse, Ja, praktisch alles. ja. Und ich finde es sehr gut, zumindest im Vergleich zu meinem Land, also Polen. Ja, in Berlin, ne? Also in Berlin hast du ja wirklich ganz viele Optionen. Du hast schon gesagt, Bus, Bahn. Aber die Bahn hat ja auch immer so dieses Stigma, dass sie unpünktlich ist in Deutschland. Meiner Erfahrung nach, ja, kann ich es zumindest teilweise bestätigen. Insbesondere die Regionalbahn, die war immer ein wenig verspätet. Nicht immer, aber sehr häufig. Aber U-Bahn und S-Bahn finde ich in Berlin, also die kommen eigentlich regelmäßig und auch sehr häufig. Also selbst wenn man mal eine Bahn verpasst, dann ist das kein Problem, dann nimmt man einfach die nächste. Oder weil das Verkehrsnetz so dicht ist, man steigt einfach auf die Straßenbahn oder auf den Bus um. Okay, du fährst gerne Auto, aber wenn du das Auto mal in der Garage lässt, welches öffentliche Verkehrsmittel ist denn dein Lieblingsverkehrsmittel in Berlin? Also mein Lieblingsverkehrsmittel ist natürlich das, was mich am schnellsten und am direktesten an meinen Zielpunkt bringt. Mhm. Und zwar, das ist in meinem Fall die S-Bahn, Die weil ich S-Bahn. in der Mhm. Nähe von Ostbahnhof wohne und Mhm. von dort fahren S-Bahnen ab. Mhm. Deshalb bin ich meistens mit einer S-Bahn unterwegs, falls ich nicht mit dem Auto unterwegs bin. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, dass das öffentliche Verkehrsmittel nicht so pünktlich wie in Japan ist, Mhm. aber trotzdem kann man nicht merken. Ich glaube, es funktioniert besser als in vielen anderen Ländern. Ja. In manchen Ländern kann man sich auf öffentliches Verkehrsmittel überhaupt nicht verlassen. Ah, in welchem Äh, Land? Da muss ich kurz hm, nachfragen. Wo geht das gar nicht? so, ich glaube sogar in den USA, da, Ah, ja, also ziemlich reiches Land, ja, aber man braucht unbedingt ein Auto. ja. Hm, Ohne Auto äh, geht es gar nicht in den USA, das glaube ich auch. Es gibt nur ein paar Städte, die eine Bahn haben, habe ich mal gehört. ja, also zurück zu den Möglichkeiten Mhm, mit dem öffentlichen Verkehrsmittel. Ich habe nur in Frankfurt am Main und Berlin gewohnt mhm, und in beiden Städten hat es ziemlich gut funktioniert. Deshalb ja, kann ich nicht sagen, also es gab bei mir immer eine Straßenbahnverbindung, S-Bahn-Verbindung, ja. U-Bahn-Verbindung. Deshalb sozusagen die volle Hütte war immer da. Ja, Ähm, die volle Auswahl. ja, also es war auch einmal interessant in Frankfurt, weil ich am Stadtrand gearbeitet habe. Am Und Stadtrand hast du gearbeitet? ja, Ah, ich habe im Zentrum gewohnt und am Stadtrand gearbeitet okay. und Mhm. es gab
tatsächlich nur, eine Buslinie, die mich, dorthin, nehmen konnte. Nur Und eine eine nur eine einzige? nur eine, ja, Oh nur Gott. eine einzige. Und eines Tages gab es sogar eine Mitarbeiterin in dem Bus, die Hm, eine Umfrage gemacht hat, okay. äh ob die, Passagiere sozusagen, Mhm. zufrieden waren mit der Buslinie, weil sie Okay, so relativ selten war und, also, der Bus ist ziemlich selten gefahren und sie okay, wollte sich vergewissern, dass den Leuten passt, dass der Bus häufig genug, kommt okay. und das hat mich überrascht. Also, ich ich würde erwarten, dass er als eine unpopuläre Buslinie bleiben würde, aber Mhm, trotzdem wollte man sich vergewissern, dass da mhm, paar Gäste zufrieden waren und dass alles reibungslos funktioniert hat. mhm, So, das mhm. das fand ich richtig gut. Hä, okay, die haben ja, ich habe auch schon mal bei so einer Umfrage in Berlin teilgenommen. Da kam auch ein Herr in den Bus und hat gefragt: „Ja, wohin fahren Sie? Was denken Sie über die Linie?“ Was hast du denn damals angekreuzt? Hast du 5 Sterne gegeben? Also, daran kann ich mich nicht mehr so genau erinnern, Okay. aber das war sowieso, ein Schock, groß genug, dass es überhaupt stattgefunden hat. Dass überhaupt jemand dich danach Übrigens, fragt. mhm, hast du irgendwann einen, Strafzettel, bekommen, in Strafzettel. dem öffentlichen Verkehrsmittel, weil du vielleicht kein Ticket, hattest oder nicht? Du meinst, dass ein Kontrolleur kam und mich beim Schwarzfahren erwischt hat? Genau. Ja, das darf ich ja jetzt eigentlich gar nicht sagen, aber einmal habe ich ganz aus Versehen vergessen, das Ticket zu kaufen. Mhm. Und da bin ich mal schwarz gefahren. Und was denkst du? Natürlich an diesem Tag wurde ich kontrolliert und musste, ja, eine Strafe zahlen. Ich habe noch versucht, mit dem Kontrolleur zu diskutieren, habe gesagt: „Ah, entschuldige, ich habe meine Monatskarte zu Hause vergessen und ehe die Bahn kam, ich konnte kein Ticket mehr kaufen, alles ging so schnell.“ Und er hat mir nicht geglaubt. Er hört diese Geschichte wahrscheinlich, 10, 100 Mal am Tag. Und ja, ich glaube, Mhm. ich war aber noch, ich glaube, ich war 14 oder 15, also damals war die Strafe nicht so hoch. Ich glaube, heute kostet das 50 €. Also, es lohnt sich Ja, schon, ein Ticket zu kaufen. Definitiv. Wie sind deine ja. Erfahrungen? Wurdest du mal erwischt? Äh, nein, eigentlich nicht. Als ich nach Deutschland gekommen bin, dann haben wir einen Studentenpass bekommen und ich Ja, glaube, dass, das Semesterticket ja, sozusagen mit unserer Karte integriert war. Also richtig, richtig. mussten wir keine zusätzliche Fahrkarte erwerben und das war auch für das, ganze Mhm. Bundesland, also Hessen, gültig Ah, und wir super. konnten ziemlich gut reisen. Das hat super funktioniert. Mhm. Und danach, eigentlich habe ich, nie eine Strafe bekommen. Allerdings einmal, ja, jetzt kommt Jetzt eine kommt's. lustige Geschichte. Okay, Und zwar, schieß los. als wir auf einer Party waren, mussten wir, ich glaube, von Mainz nach Frankfurt zurückfahren mit Mhm. einer S-Bahn Mitten in der Nacht. Mitten in der Und ich Nacht, glaube, okay. mitten in der Nacht, ich glaube, das war um 3 oder 4 Uhr. Oh, sehr Und, spät. wir saßen in dem Zug und Mhm. da, plötzlich kamen die Kontrolleure rein Mhm. und, sie haben angefangen, meinen Kumpel zu kontrollieren, Mhm. aber die Tür war noch offen. Und ich bin einfach, äh, mitten in der Strecke, ausgestiegen, musste dann auf einem leeren Bahnhof 1 Stunde lang, mitten in der Nacht warten auf den nächsten Zug, Aha. aber eine Strafe habe ich vermieden. Richtig, immerhin kein aber du hast quasi deine Strafe bekommen, 1 Stunde in der Nacht am Bahnhof stehen. Ja, aber
aber das hat mir finanziell nicht wehgetan. Richtig. Also, ja, ich glaube, jeder hat mal so eine Geschichte, bei der er vielleicht mal in so eine Situation gekommen ist. In Deutschland ist das ja möglich, schwarz zu fahren. In Japan zum Beispiel ist es unmöglich, weil du hast diese Ah, Schalter, bevor du aufs Gleis kommst und musst mit deinem Ticket erst durch so eine Schranke gehen. Wenn du kein mhm, Ticket hast, öffnet sich die Schranke gar nicht. Das heißt, es ist unmöglich, schwarz zu fahren. In Deutschland ist das mehr auf Vertrauensbasis. Frage ich dich mal, was denkst du, wie hoch ist der Anteil an Leuten, die schwarz fahren, also die ohne Ticket fahren? Was denkst du? hm, 3% vielleicht. Mhm, mhm. Ja, schwierig, Ja, ne? und ich würde nicht unbedingt sagen, dass das eine Vertrauensfrage ist, sondern dass man in Japan alles, gerne automatisiert, sodass Roboter, den Job machen, und in Mhm. Deutschland natürlich ist die Mentalität ein bisschen in der Vergangenheit Ja, verankert okay. sozusagen, sodass so Beamte und, Mitarbeiter Ja. alles händisch, machen. Und, ich glaube, Deutschland ist ein sehr gut industriell entwickeltes, Mhm. Land, Mhm. und hier könnte man gerne, Schränke einführen, um Schranken, das zu meinst kontrollieren. du? Schranken, ah Mhm. ja, mhm. Ähm, ja, aber aus irgendeinem Grund tut man das nicht. Ähm, ja, ich glaube, es funktioniert ähnlich wie in Japan, Mhm. in London, in Paris, Ja, ja. stimmt. Ja, das ist wahrscheinlich sehr schwierig, jetzt noch nachträglich überall solche automatischen Schranken einzubauen. Also, stelle ich mir sehr schwierig vor. Ähm, ja, weiß ich nicht, wie sie das machen, aber ich bin auch, wenn ich in Berlin bin, immer zufrieden. Also, das Verkehrsnetz ist sehr, sehr dicht und man kommt ganz schnell von A nach B. Es gibt keine Schwierigkeiten, selbst wenn mal eine Bahn oder ein Bus ausfällt. Es gibt immer eine Alternative, oder? Also, man kann sich da in Berlin, du hast auch gesagt in Frankfurt, ich denke mal auch München, Köln, in allen größeren Städten würde ich vermuten, dass, ja, das Verkehrsnetz in Deutschland sehr, sehr gut ist, die öffentlichen Verkehrsmittel. Ja, dem kann ich nur, zustimmen, und, äh, ich glaube, noch ein interessanter Aspekt, Mhm. den ich erwähnen könnte, Mhm. ist, dass, also ich und du, wir leben in einer Großstadt, Ja. und hier merkt man es vielleicht nicht, aber wenn man in der Nähe von Bergen oder Meer wohnen würde, Ah. da sieht man, dass man auch mit viel, Ausrüstung, unterwegs ist. Ja. Also, man nimmt ein Fahrrad mit oder SUP oder, äh, irgendein Brett, um zu surfen, oder, Mhm. Wandernausrüstung, und, Mhm. Mhm. ja, da glaube ich, hat das öffentliches Verkehrsmittel sich, einen Lob, verdient, Ein dickes weil Lob. es genau, also man hat relativ viel Platz, man kann Stimmt. sein Gerät oder Fahrrad transportieren. Das ist, nicht immer so. Also, zum Beispiel, als ich in Polen gewohnt habe, Ja. oder immer wenn ich Polen besuche, Mhm. und wenn ich mit dem öffentlichen, Verkehrsmittel, unterwegs bin, Mhm. sehe ich selten, Menschen mit Pferden oder Ah, irgendwas. okay. Und in Deutschland ist das eine Norm. Ich kenne sogar Menschen, die zum Beispiel ein, billiges Fahrrad besitzen. Mhm. Sie nehmen, eine S-Bahn, um Ja. die Hälfte der Strecke, Ah ja. äh, zu kommen. Dann steigen sie aus, und ihr Fahrrad wartet irgendwo, äh, an einer Säule oder, an irgendetwas befestigt, und sie fahren weiterhin ins Büro mit dem Fahrrad. Ja, Äh, stimmt. ja.
Ja, man kann wirklich das Fahrrad mitnehmen. Das ist 'n interessanter Punkt. In Japan geht das nicht. Auch Mhm. Haustiere, seinen Hund kann man, in der S-Bahn mitnehmen, auch im Bus, habe ich schon alles gesehen. Auch das ist hier nur in speziellen Käfigen erlaubt. Also, grade so für Fahrradausflüge, zum Beispiel von Berlin, wenn man mal 'n bisschen ins Umland nach Brandenburg will und dort Fahrrad fahren will zum Beispiel, das ist das natürlich praktisch. Aber man braucht ja 'n extra Ticket für sein Fahrrad. Das ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ja. Okay. Also, interessant, deine Meinung zu den öffentlichen Verkehrsmitteln zu hören. Ja, vielleicht können wir beim nächsten Mal ein bisschen übers Auto sprechen. Du hast ja gesagt, du bist eher der Autofahrer. Ich, habe zwar auch einen Führerschein, aber, dann hört's auch auf. Ich habe den Führerschein, aber ich habe kein Auto und ich fahre auch nicht oft. Aber trotzdem, lass uns da beim nächsten Mal weitermachen. Was denkst du? Ja, absolut, sehr gerne. Ich glaube, das ist ein meiner Lieblingsthemen. Also, ich Mhm. würde mich darauf sehr freuen. Super, und ich freue mich darauf, von dir und deinem Cabrio zu hören. Leider habe ich keine Cabrio, aber ich kann nicht meckern. Mein Auto ist, ziemlich gut. Kann sich sehen lassen. Na gut, wir sind gespannt. Gut, na dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Halt die Ciao. Ohren steif. Ciao, ciao.